Seit über 30 Jahren schon steckt Schottland tief in der Sehnsuchtsecke unserer Herzen. Und herausgekommen ist es dort nie. Im Gegenteil. Mit jeder Tour dringt es sogar noch ein Stück tiefer hinein. Und der Südwesten Schottlands, der hat seinen Teil dazu beigetragen. Eine Region, die gerne bei vielen Reisenden außen vor bleibt. Dabei lässt sich der Südwesten für alle, die in Newcastle an Land rollen, mühelos in jede Tour nach Norden einbauen. Hier in Grenznähe zu England finden sich sanfte Hügellandschaften und jede Menge einsame Straßen, sowie eine Geschichte, die es in sich hat. Dazu kommt der riesige Galloway Forest Park, ein grünes Herz voll wilder Natur und das südlichste Ende Schottlands, das Mull of Galloway. Und von dort ist es nur ein kurzer Sprung hinüber zu den inneren Hebriden mit ihren rauchig-torfigen Whiskys und Landschaften wie aus einem Fantasy-Roman. Wir sind in Alnwick, ganz nah bei der schottisch-englischen Grenze, aber noch in England. Und hier wohnt Ralph Percy, der 12. Herzog von Northumberland, in einer wirklich imposanten Burg aus dem Jahre 1096. Damals wurde sie als Trutzburg gegen die Schotten gebaut. Ein mächtiges Bollwerk hier im Norden Englands und gleichzeitig Symbol für die jahrhundertelangen Kämpfe zwischen England und Schottland. Im Innenhof thront Sir Henry Percy, ein Vorfahre des heutigen Duke. Hotspur haben sie ihn genannt, Heißsporn. Heute eine durchaus bedenkliche Eigenschaft. Damals aber eine ritterliche Tugend, kampferprobt und mutig. Das konnte man hier in Grenznähe zu Schottland gut gebrauchen. Und heute ist dieses Anwesen gerne mal Kulisse für große Filmproduktionen und Mittelalterspektakel. Der Star hier draußen ist unangefochten der Alchemist. Und der wird nicht müde, nach dem Stein der Weisen zu suchen. No, we need fire. Und hier zu stoppen, ist die perfekte Abwechslung nach der langen Fährfahrt. Und noch dazu eine gute Einstimmung auf die bewegte schottisch-englische Geschichte, der man in Schottland sowieso überall begegnet. Mega geile Straße. Toll. Oh. Nur 30 Meilen vom Fährhafen in Newcastle entfernt, da liegt die Hadrian's Wall. Damals bei den Römern eine Barriere zwischen dem wilden Norden und Britannien, mitten im heutigen Northumberland Nationalpark. Der Hadrianswall, das ist ein Stück mächtige römische Geschichte, die hier den Northumberland Nationalpark durchzieht. 117 Kilometer ist sie lang, diese Mauer, die heute noch in ihren Grundmauern erhalten ist. Und wenn es für uns nach Schottland geht, dann müssen wir hier einfach vorbei. Denn direkt an dieser berühmten Römermauer vertreten wir uns nicht nur die Beine, sondern hier liegt auch einer unserer Lieblingsorte auf der Insel. Doch dieses Mal ist alles anders. Der 28. September 2023 war hier für das Sycamore Gap echt ein richtig schwarzer Tag. Der berühmteste Baum Nordenglands, vielleicht sogar von ganz England, ist hier in einem Akt des Vandalismus in der Nacht gefällt worden. Und alle haben hier geweint und alle, die diesen Baum lieben gelernt haben und die ihn vor allen Dingen aus Film und Fernsehen kennen, die waren fassungslos, genauso wie ich. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass es Menschen gibt, die ein solch schönes Naturwerk hier einfach niederhauen. Das Einzige, was wirklich Hoffnung macht, das sind diese kleinen Triebe, die an der Seite rauskommen. 80 Jahre, 100 Jahre, dann hätte er Chancen, wieder so auszusehen, wie wir ihn vor 2 Jahren das letzte Mal gesehen haben.
hier geht es tatsächlich nach oben. Oh, das sind so 400 Meter ungefähr. Hier oben an der A68, da verläuft die schottisch-englische Grenze. Und es ist wohl die einzige, die nicht zu überhören ist, wenn Hamish da ist. Und meistens steht er dort, der tapfere Border Piper. Auch wenn ihm langsam die Luft ausgeht und ihm ein kleiner Kompressor hilft, er kommt immer wieder, seit 25 Jahren. Irgendwer, sagt er mir, muss den Reisenden doch wirklich klar machen, dass sie endlich in Schottland sind. Total schöne Ecke. Da rechnet man überhaupt nicht mit. Da fährt man dann auf einmal von der Schnellstraße weg und landet dann hier. Super schön. Ja, herrlich. Eine wunderschöne Straße noch dazu. Scottish Border. Habe ich überhaupt nicht im Schirm, diese Region. Du? Das sind wahrscheinlich so Zwitter, weißt du? Für die Schotten sind es ja, eigentlich sind das ja noch Engländer. Und für die Engländer, das sind ja schon Schotten. Die meisten lassen auf ihrem Weg in die Highlands das schottische Grenzland außen vor. Und dabei sind die Borders mit ihren sanften Hügeln, schmalen Straßen und wenig Verkehr einfach viel zu schade, um sie links liegen zu lassen. Auch wenn sie weder Highlands noch Lowlands sind, sondern irgendwas dazwischen. Ist ja auch kein Wunder bei dieser bewegten Geschichte. Grenzfehden, Clankonflikte, alles gab es hier. Doch diese Lage, die hat sich auch ausgezahlt. Im 16. Jahrhundert, da konnten die Border Reivers, die Reiterbanden, sogar beidseitig der Grenze plündern. Und heute ist das bestes Motorradrevier, besonders die A708 durch das grüne Moffat Water Valley. Am 11. September 1297 siegten die von William Wallace angeführten Schotten in der Schlacht von Stirling Bridge und eroberten auch die in unmittelbarer Nähe stehende Burg zurück. Also erstmal war der William Wallace da, das ist ja mein Held. Meiner auch. William Wallace ist mein Held, auf jeden Fall. Aber hier, da ist ein Parkplatz. William Wallace Statue. Sir William Wallace, General and Governor of Scotland, Guardian of the Scottish Borders. Hier steht er also, der schottische Held, rotsandfarben über dem River Tweed seit 1814. Heroisch, dank des 11. Earl of Buchan, der ihn bauen ließ. Der Guardian of Scotland, der noch heute hier die Grenze symbolisch bewacht. Dieser Wallace hier war übrigens der erste in Schottland überhaupt, lange vor dem großen Monument bei Stirling. Und wer jetzt enttäuscht ist, dass er nicht so aussieht wie Mel Gibson, der muss wissen, dass der gute William sein Äußeres im Laufe der Jahrhunderte immer wieder verändert hat. Ganz so, wie man es brauchte und wie das so ist bei Nationalhelden. Und zu seinen Füßen lässt es sich heute bestens picknicken. Tea time. Prost. Tee geht immer, selbst bei 30 Grad. Ich habe mir einen Bauchbeutel gekauft. Ich werde so richtig schottisch. Jetzt habe ich nicht nur rote Haare, ich habe auch einen Tartan-Bauchbeutel. Und der ist sogar wasserdicht, habe ich mir sagen lassen. Wasserdicht ist er auch noch, ganz genau. So, schick, ne? Super. Guten Morgen. Halb 10 in Deutschland, nein, in Schottland. Auf zu Walter Scott. Sir Walter Scott, please. Ja. Im Sommer ist in den Borders so einiges los.
Zum Beispiel das Scott-Fest in Abbotsford, dem stolzen Anwesen von Sir Walter Scott, der schottische Nationaldichter und Erfinder des historischen Romans. Ivanhoe, der tapfere Ritter, stammt zum Beispiel aus seiner Feder. Und bei allem, was er so schrieb, sorgte er dafür, dass die große Ritterromantik nicht etwa in Frankreich, sondern stilecht in Schottland spielte. Und er schrieb fleißig wie die Bienen, denn sein Anwesen kostete richtig viel Geld. Und dieses Scott-Fest, das feiert 250 Jahre Walter Scott. Natürlich mittelalterlich, ganz so wie in seinen Romanen, mit edlen Recken und jubelndem Volk. For the mighty king! Doch es gibt noch mehr Epochen. Zum Beispiel diese Jungs hier aus dem 18. Jahrhundert. Und das sind Alistair und Duncan, zwei englische Soldaten aus der Zeit der Jakobitenaufstände. Klar, dass ich von den beiden ein Foto machen möchte, und sie sind direkt dabei, sogar mit schwerem Gerät. Oh, the heavy one! Oh, of course. Oh, of course. I call that a gun. Oh, good. It's a silly thing. That's better. It's good to enjoy it. It is a second job. I work a lot with I usually tend. Und dann erzählt mir Alistair, dass er seit Jahren als Komparse bei Filmen gebucht wird. Gerne Fantasy. Beim Herrn der Ringe war er schon Ork. Und beim Gaelic King einer, der zu Beginn bei einem Überfall direkt stirbt. Einer seiner kürzesten Einsätze. Doch am meisten freut er sich auf die Arbeit im Winter mit beeinträchtigten Kindern. Dann ist er Weihnachtsmann und bringt Kinderaugen zum Leuchten. I know. It's Touch your heart. Yes, it does. Yeah. So it makes it all worthwhile. Yeah. So no, it's good. Und in der Zwischenzeit, da erträgt er tapfer die Foppereien seines Kumpels Duncan. Oh, ich kann mal zahlen gehen. Ja. Welche? Fuel 2. Ich wollte die ganze Zeit schon den Tacho auf Meilen umstellen. Und jetzt beim Tankstopp ist es die Gelegenheit. Doch so einfach ist es dann am Ende doch nicht für so rechtsfahrende Kilometer-Continentals wie wir. Ich habe jetzt hier im Tacho 45 und ich habe das Gefühl, ich fahre 60, 70, was der so ist. Aber diese Meilen, die bringen einem das gesamte Geschwindigkeitsgefühl durcheinander. Ich sag's euch, diese verdammten Gewohnheiten. Aber nur ein paar Kilometer weiter, also Meilen weiter, und ich habe Tempo und Zahlen auch im Kopf einigermaßen umgestellt. Gut, dass nichts bleiben muss, so wie wir es gelernt haben. Das gilt übrigens auch für den Linksverkehr und für diese Landschaft hier. Aus einer stillgelegten Kohlenmine hat hier nämlich der Künstler Charles Jenks ein begehbares Multiversum geschaffen. Die Landschaft, sagt er, kann die großen Geschichten ihrer Reise erzählen. Von der Geburt der Sterne bis hin zum stetigen Wandel im Universum. Und vielleicht, sagt er noch, erzählt sie dabei auch von unserer eigenen Reise. Vom Aufbrechen, vom Wandel und vom Ankommen. Auf dem Land. Irgendwo. In Schottland. Im Galloway Nationalpark.
Sag mal, wie machst du das eigentlich immer, dass du die besten Picknickplätze findest? Das ist unser erstes Loch auf dieser Reise. Mitten im Galloway Forest Park gelegen. Der Loch Trool. Und dieser Loch Trool ist nicht nur ein perfekter Platz zum Wildcampen, solange der Outdoor Access Code beachtet wird, sondern er hat auch alles, was Schottland auszeichnet. Abgelegen, geheimnisvoll und sogar geschichtsträchtig. Hier an diesem Stein 1307 hat der legendäre Robert the Bruce, der schottische König, englische Truppen geschlagen. Und dieser Stein erinnert daran. Und der ewige Kampf der Schotten um die Unabhängigkeit hat sich ja bis zu den heutigen Tagen gehalten, wenngleich sie natürlich heute mit etwas anderen Mitteln ausgefochten werden. Aber überall in Schottland wird man an den Freiheits- und an den Unabhängigkeitskampf erinnert. Der Galloway Forest Park ist übrigens der größte Waldpark im Vereinigten Königreich. Hier passt sogar ganz Hamburg rein. Und wer gerne wandert, der kann das hier ausgiebig tun. Von leicht bis anspruchsvoll. Und unsere Runde ist dagegen zwar kurz, aber nicht ohne. Also diese Wege hier, die sind schon ganz schön steil. Also wer da keine Lust drauf hat, der macht ein schönes Foto und fährt weiter. Du kriegst die Wanderplakette heute. Da war schon Tee hier. Ja, das machen wir. Jetzt darfst du dich ausruhen. Mehr als verdient. Wenn man hier unterwegs ist um diese Jahreszeit, da muss man echt aufpassen wegen der Mücken. Und die haben hier auch so einen richtig fiesen Namen. Die heißen nämlich Midges. Das kann man so richtig fies aussprechen und ist nämlich total viel in der Luft hier. Also damit muss man halt rechnen, wenn man hier ist um diese Jahreszeit. Gut präpariert, Helga. Du hast sogar Sonnenbrille an. Jetzt geht es zur Küste. Geradewegs zum südlichsten Punkt Schottlands, zum Mull of Galloway. Aber mit der Fernsicht ist heute nichts. Der Himmel, der zieht sich zu. An sich in Schottland nichts Ungewöhnliches, denn der Regen, der ist ja auch nicht ungewöhnlich. Doch nach diesen satten Sonnentagen braucht es schon einen kleinen Ruck, um das einfach mal so zu nehmen. Die schottische Sprache übrigens, die kennt über 100 Wörter für Regen. Heute ist es dreich, also feucht und trüb. Noch ein bisschen smir, also leichter Nieselregen. Und hoffentlich werden wir nicht noch drockit, also klatschnass. Gonna find somewhere to slow it down. By a little place way out of town. Gonna take my time, 'cause it's all mine. Trade my pride for a quiet life. Maybe then my time will come around. Way out of town. Slantje. Slantje. Was bin ich jetzt froh? Ich habe jetzt meinen Sturmkragen eingezogen. Ja. Wir sind auf dem Weg nach Ardrossan, ein kleiner Fährhafen an der Westküste in Ayrshire. Und das Wetter, das hat sich heute überlegt, noch ein wenig stürmischer zu werden.
Aber ohne Fähre geht für uns heute gar nichts. Wir wollen zur kleinen Insel Arran rüber. Aber am Anleger, da erfahren wir, dass wir hätten vorbuchen müssen. Doch die Jungs von Caledonian McBrain, wie die Fährgesellschaft heißt, die lassen keinen an Land, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und dieser Mitarbeiter, der legt sich so richtig ins Zeug für uns und unser Motorrad. Und dann haben wir die Passage sicher. Ladies and gentlemen, welcome aboard this Caledonian McBrain vessel. Please listen very carefully to the following safety announcement. In the unlikely event of an emergency, you will be informed by means of an emergency signal. Auf Arran, da hat die Natur sich wirklich was ganz Besonderes überlegt. Sie hat es nämlich geschafft, ganz Schottland in eine Schachtel zu packen. Wirklich wahr. Auf gerade mal einem halben Prozent der gesamten Landesfläche bietet Arran alles, was Schottland ausmacht. Im Süden ist es flach, grün und sanft hügelig, wie in den Lowlands. Und im Norden dagegen hohe, markante Berge, wie in den Highlands, mit Whiskybrennereien zu ihren Füßen. Und die Küste, die ist so ursprünglich wie im Wilden Westen. Sich also hier länger aufzuhalten, das kann sich wirklich lohnen. Doch für uns bleibt es nur ein Zwischenstopp auf dem Weg zur Halbinsel Kintyre. Die Fähre in Loch Rancer, die ist nämlich oft voll, also haben wir dieses Mal vorgebucht. Ein kurzer Sprung über den Kilbrannan Sound, ungefähr eine halbe Stunde, und wir landen in Clydach. Und von dort ist es nur noch ein Gasstoß. Und dann sind wir in einer Tonne für eine Nacht. Erzähl mal kurz, wie ist es draußen? Fies, nieselig, it's misty rain. Kalt ist es. Kalt, auf alle Fälle. Ja. Was würdest du sagen, wie viel Grad? Naja, bei mir 12. Okay. Wenn du einen Schritt vor die Tür unseres Campinggrounds setzt, dann stehst du mit deinen Füßen fast mitten im Loch Tarbert. Und würde es die 2 Kilometer lange Landbrücke zwischen dem Firth of Clyde und dem Loch Tarbert nicht geben, Kintyre wäre eine richtige Insel. Und so bleibt es eine Halbinsel. Eine, die übrigens von vielen Reisenden links liegen gelassen wird. Voll ist es hier also nicht. Und Natur und Einsamkeit, die werden somit zu den wahren Trümpfen dieser Region. Und die Luft, die schmeckt hier salzig und gut gewürzt. So ein Gemisch aus Meer und Algen. Denn der Loch Tarbert, der öffnet sich an seiner Westseite direkt dem Atlantik. Und eine gute halbe Stunde, dann geht's rüber zu der südlichsten bewohnten Insel hier der Inneren Hebriden. Gerade mal 170 Einwohner, mehr nicht. Die meisten, die nehmen die kleine Insel Gia gar nicht mal wahr. Wie denn auch? Mit ihren gerade mal 14,5 Quadratkilometern ist sie so winzig, dass sie für viele nur eine Silhouette draußen im Meer bleibt. Und eine Insel mit nur einer Straße, das klingt nicht besonders attraktiv auf einer Motorradtour.
Doch hier vorbeizudüsen, das wäre aus unserer Sicht eine verpasste Chance. Da drüben, da warten nämlich kleine einsame Buchten, die umfasst sind von einem verwunschenen Garten. Und der könnte direkt aus Tolkiens Mittelerde stammen. Es sind die Achermore Gardens, um den sich hier alle, die hier draußen leben, intensiv kümmern. Denn die Natur, die ist hier sehr aktiv. Und wartet man etwas zu lange, dann holt sie sich relativ rasch das zurück, was man ihr einst abgerungen hat. Und der Aufwand, hier hinzukommen, der ist tatsächlich sehr klein. In Teienlon, da fährt nämlich im Stundentakt die Fähre nach Gia rüber. Und das dauert nur 20 Minuten. Und dann bist du nicht nur abseits aller Wege, sondern auch noch am Rande der Welt. Oh, die Sonne kommt raus. Gibt's Cattle Grid? Schottland ist übrigens das Land der Enden. Viele Wege, die führen hier einfach ins Nichts und hören auf. Oder anders gesagt, dorthin, wo nur der Wind, die Felsen und das Meer bleiben. Und Kintyre, diese langgezogene Halbinsel, die bietet ein ganz besonderes Ende. Oder ein Mall, wie die Schotten sagen. Hier ist es die südwestliche Landspitze. Und der Weg dorthin, der führt durch saftiges Farmland. Und die einzige Abwechslung hier draußen, das sind die Cattle Grids. Die Viehgitter, die so schön knarren, wenn man drüber fährt, damit die Schafe nicht ausbüchsen. Es ist also eine einsame Tour auf einem Singletrack, der aber am Ende jedes Viehgitter wert ist. Denn dann stehst du am Rande eines der berühmtesten Enden Schottlands. Wir haben es geschafft. Wir sind am Mull of Kintyre. Da unten ist der Leuchtturm. Und direkt gegenüber, da ist Nordirland, die Antrim Coast, wo wir vor 3 Jahren genau hier rüber geschaut haben. Und wer zum Leuchtturm runtergeht, der sollte wissen, dass man da nicht mit dem Auto hinfahren kann, sondern dass das ein ziemlich steiler Weg ist, der gut 40 Minuten zu Fuß runtergeht und natürlich entsprechend steil wieder nach oben. Also wer gut zu Fuß ist, sollte sich das auf jeden Fall geben, weil es ist so herrlich da unten, auch wenn es dann ein bisschen mühsam ist, wieder nach oben zu kommen. Und einmal um die Ecke, da gibt es die schroffen Küsten zum Anfassen. In einer der zahllosen Buchten von Kintyre. Sogar mit Sandstrand. Aber jetzt sind wir gut in der Zeit. Canacraig, genau so heißt das. Canacraig. Wir sind an der Westküste Kintyres, in Canacraig. Und hier verlassen wir das Festland und schiffen zu den inneren Hebriden ein. Doch heute ist vom gefürchteten stürmischen Atlantik nichts zu sehen. Das Hochdruckgebiet schaut wieder vorbei und hat sich dieses Mal mit dem Golfstrom verbündet. Und die beiden, die sorgen für ein Wetter wie aus dem Hochglanzprospekt. Diese Fähre, die fährt nach Islay rüber, genauer gesagt nach Port Askig. Und die 2,5 Stunden, die lassen genug Zeit für das passende Essen und anschließend für einen Blick auf den Sound of Islay und in die Sonne. Wer so wie wir in Port Askig an Land geht, der kann direkt mit dem starten, wofür Islay berühmt ist. Mit einer Whisky-Tour. Denn die meisten Besucher, die kommen genau deswegen. Insgesamt 11 Whiskybrennereien gibt es hier auf dieser Insel, bei gerade mal 3200 Einwohnern.
Und gebrannt werden hier pro Jahr gut 20 bis 25 Millionen Liter Alkohol. So gesehen produziert also jeder Einwohner von Islay rund 24.000 Flaschen Whisky in diesem Zeitraum. Weil wir so wenig Zeit haben, habe ich schon mal einen Whisky gekauft zum Testen. Ja, sehr gut. Alle heute Abend. Ja. Mal gucken, wie viel wir zusammenkriegen. Wir werden jetzt überall reingesteckt, wo wir noch ein bisschen Platz haben. Nummer 2. So, da ist jetzt Nummer 3, Outback. Nummer 4, Kilchoman. So, jetzt noch Bunnahabhain. Die meisten Brennereien hier auf Islay, die produzieren übrigens schon seit dem 18. Jahrhundert. Und ihre Geschmacksnoten allesamt besonders rauchig. Whisky-Kenner sind sich so gut wie einig. Laphroaig gehört mit zu den rauchigsten Malt-Whiskys, die es gibt. Und das liegt unter anderem an dem Torf, der hier abgebaut wird. Der ist nämlich durchtränkt mit Salzwasser. Und das Ganze noch gut gewürzt mit ein bisschen Seetang. Also wenn da nicht sowas rauskommt. Also viele mögen ihn, andere lieben ihn und einige hassen ihn wie die Pest. Neben den ganzen hochprozentigen Größen Islays sind jedoch die heimlichen Stars der Insel die kleinen Buchten der Destillerien. Und unser Favorit ist die Bucht von Bunnahabhain mit einem kleinen Steg, der hinaus auf den Sound of Islay ragt, begrenzt von den sanften Hügelkuppen der Insel Jura. Und im Hotel an der Bar, da gönnen wir uns den Whisky aus der Bucht mit dem Steg, mit einem extra Tropfen für den Geschmack. Thank you. Thank you. Very friendly. Thank you very much. Inselhopping auf den inneren Hebriden ist manchmal mit ein wenig Planung verbunden, aber dank der Ferry Angel von Calmac immer sicher und herzlich. Und heute geht es 2,5 Stunden hinüber nach oben aufs Festland. Und dann heißt es nochmals umsteigen, denn wir wollen zu Isle of Mull. Aber das ist okay, denn diese Fährfahrten sind für uns auch willkommene Auszeiten von der Straße. Und langweilig wird es eh nie. Dieses Mal ist sogar ein Zeitreisender mit an Bord. Nian, ein großer junger Schotte. Auf einmal stand er da, in der Ecke bei den Stühlen. Und er sah wirklich so aus, als wäre er gerade aus einem der magischen Steine vom Outlander gefallen. Und alles, was ich dabei habe, ist original, sagt er, aus dem 18. Jahrhundert. Und sein ganzer Stolz ist das Fernrohr. Can you explain this? Yes. It's from 1790. 1790. It's a midshipman, so like a sailor, like a sailor who's like an apprentice. Yes. Or like not an officer, but not a normal sailor. And it's been made in Edinburgh and Glasgow was the company who made it. You can just see right here. Okay. Lizards was a telescope and binocular manufacturer. Okay. And the leatherwork is all original. It's got a wee cap up front, which stop any sort of salt or seawater getting into it. And if you try really hard, like putting it in and out, you can focus it and you get a good view on it. So there you go. Thank you. Wow. Thank you. Yeah. Und dann schaue ich durch 300 Jahre Optikerhandwerk. Und das ist eine eigene Zeitreise. Danke dir, Nian. Oh, wow. So for 300 years old. Yes. Really good, yeah. Wow. Die Fähre in oben zu wechseln Richtung Mull ist eine routinierte Sache. 45 Minuten dauert es nur und dann erreichen wir die nächste Hebrideninsel. Und wie alle kleinen Inseln der Hebriden hat auch Mull nur ein paar Straßen. Aber die bringen alle, die hier mit dem Motorrad unterwegs sind, zum Schwärmen. Die Isle of Mull, das ist nämlich die Motorradinsel der Hebriden. Wer also hierhin einschifft,
der sollte mindestens 2 bis 3 Tage mit dem Gepäck haben. Hier geht es zum Beispiel auf eine Panoramastrecke zum kleinen Ort Salem. Wobei Panorama, das klingt viel zu gewöhnlich für das, was du hier erlebst. Und das ist nicht mehr, aber auch nicht weniger, wie der Zauber der Hebriden. Also das ist ja richtig hübsch hier, ne? Das ist Ja, mega. Game of Thrones. Und Herr der Ringe. Wie heißt's? Auenland. Aber wirklich. Ganz klar, dass diese Single Track Road in den Top 5 der schönsten Straßen Schottlands bei uns landet. Und das bei jedem Wetter. Hebridenzauber eben. Und als ob das noch nicht genug wäre, folgen nur wenige Meilen weiter die Esforth Waterfalls, die über 3 Kaskaden ihr Wasser in den Loch Tur, dem nördlichen Meeresarm von Mull schütten. But I'll get my shit together one of these days, and I'll start to feel better. Maybe I can change, and I'll realize it's not so bad once I get out of my head. I'll get my shit together one of these days, and I'll find a way to be okay when the world falls down on me. I'm gonna leave this place for another state where I can finally be free. I gotta believe that I'll get my shit together one of these days. Oh, guck mal, hier riecht es wieder nach Whisky. Mountain Weir, das ist auch nicht schlecht. Vor der Südwestküste von Mull, da liegt greifbar nahe eine kleine Insel. Und die ist nur mit einer Personenfähre zu erreichen. Die Überfahrt ist aber kein großer Akt. Es dauert nur 10 Minuten und dann landest du auf heiligem Boden. Iona oder Iona, das geistige Zentrum Schottlands. 563 ist nämlich hier der Mönch Columba an Land gegangen, von Irland kommend, und hatte 12 Jünger im Gepäck. Und dann haben sie sich hier niedergelassen und das erste Kloster gegründet hier in Schottland. Und von hier aus, von dieser kleinen Insel, die gerade mal 5 Kilometer lang und 2,5 Kilometer breit ist, ging es dann los und dann wurde ganz Schottland christianisiert. Und er muss dabei mit viel politischem Geschick die ganzen Piktenstämme und ihre Könige missioniert haben. So berichten es zumindest die Quellen. Er war also eher ein bescheidener Politiker statt machtvoller Fanatiker. Und irgendwie hängt diese Bescheidenheit noch zwischen den keltischen Kreuzen und den grauen Mauern der Abtei. Und selbst nach 1500 Jahren lässt sich hier heute noch gut entschleunigen. Und dazu trägt auch diese schlichte Abteikirche bei. Ihre Atmosphäre ist wohltuend ruhig und besinnlich. Und ob man es mag oder nicht, sie überträgt sich unmittelbar auf alle, die hier vorbeischauen. Jetzt habe ich gerade eben den Guide gefragt, wie man das hier genau ausspricht. Iona oder Iona. Und da sagt er, das wäre vollkommen in Ordnung, beides würde gehen, aber wir sollten es nicht so machen wie einige Amerikaner, die das nämlich 10NA aussprechen würden. Das ist echt kreativ, oder? 10NA. Die Ruhe der Klostermauern, die bleibt leider nicht ganz bei uns, denn wir müssen die Fähre bekommen und haben nicht vorgebucht. Wir haben es schlichtweg vergessen. Das kommt halt davon, wenn man sich mal treiben lässt. Also Daumen drücken, dass wir in Tobermory nicht nur rechtzeitig die Fähre erwischen, sondern auch noch mitkommen.
Ist das eine Fähre? Schatzi. First On the left. Lane. Ach, das sind so die kleinen Freuden, ne? Kleinen Freuden auf Reisen, meinst du? Mhm. Ja. Und absteigen bitte. Jetzt schippern wir erstmal zurück aufs Festland. Und dann fahren wir mitten hinein, ins Herz der Highlands. Dorthin, wo die geschliffenen Berge mit den geheimnisvollen Seen verschmelzen. Und dorthin, wo Schottlands Mythen geboren wurden. Und das schottische Herz am lautesten schlägt.